Hallöchen, willkommen zurück bei einer weiteren Folge The Outer Worlds. Das letzte Mal haben wir ja erfahren, dass man hier die Siedlung bloß nicht verlassen soll. Fischsticks brauchen wir nicht klauen. Ah, Saltuna. Hi Raymond. Whoa, by the stars, my poor heart. I just about pissed my jumpsuit. Hey, sorry. Ich wollte dich nicht erschrecken. Most people don't. We're used to folks swooning at our feet. You don't gotta be embarrassed. A healthy survival reflex is nothing to be embarrassed about. Besides, this place is enough to try anyone's nerves. Inwiefern? Where should I begin? With the oversized mantisaurs? Or perhaps the rat spewing acid at our walls? The board was right. This place isn't fit for human habitation. And I was a fool for staying. Okay, und warum bist du ursprünglich geblieben? Sanjar, of course. He had all these glorious ideas about how he'd run Monarch. Rest periods between every work shift. No shift more than 10 hours long. It all sounds wonderful, until you realize there's only a few centimeters of repurposed steel between you and the deadliest creatures in the galaxy. Ha, okay. Es sollten schon mehr als nur ein paar Zentimeter sein. I could do with a few kilometers of cold vacuum, but that spaceship is flown. Okay, hast du je daran gedacht, das Labor zu verlassen? Only every day. But in case you haven't noticed, we don't exactly get ships on a regular basis, yours notwithstanding. And even if I did scrape together enough to buy passage out with sublight, which would mean reaching Fallbrook without getting eaten, shot, or dissolved into green goop, what then? Du hast erstochen vergessen. Sag du es mir doch. Nothing. That's what. Because MSI is not in what you'd call good standing with the board. So even if I could get out of here, no one's gonna hire me. Das klingt hart. Even talking about it has my blood pressure up. I've really gotta stop. Okay. Ich gehe dann mal. Lucky you. Everett? Good day to you. Good day to you. Good day to you too. Gut, da waren wir drin. Dort war die Leiche mit dem Mord. Mit der Mordermittlung. Bewohner. Da ist zu, dort ist zu. Was haben wir denn noch so für schöne Häuser und Räumlichkeiten? Bewohner. Haben wir hier was? Ja, da kann man ja das ja nochmal lang. Sobald ich hier lang gegangen bin. Da haben wir das Sheriff's Department. Wo ich nicht rein kann. Okay, aber ins Haus daneben darf ich rein. Holy. Eine Dingens, eine Kommanlage. Okay. Dass es natürlich hier keinen Sheriff mehr gibt, ist echt seltsam. Was? K.O.-Riegel.
Die scheinen schon lange keinen Funkspruch mehr empfangen zu haben hier. Oder gesendet. So wie das aussieht. Da geht's nicht rein, aber hier geht's rein. Was bist du? Left Field Tossbob. Ah, das waren die wegen des Mordes. Nell, ich will mal was probieren. Spicern. Komm, wir probieren mal, ob wir bei Nell Taschendiebstahl machen können. Ach, hat nicht. Nell hat nichts. Also reden wir mit Nell. Ooh, you're the new face. Wow, you must be up on all the latest tossball games. So who do you follow? Wait, don't tell me. You look like a Hammersmith Thunder fan. No, Glacial Age Mammoths. Verdammt, ich kann nicht gut genug lügen. Wer hat die Zeit, erwachsene Männer und Frauen dabei zuzusehen, wie sie Bälle mit Stöcken schlagen? Ich bin nicht hier, um über Teams zu quatschen. Sie sind alle richtig klasse. Aren't they just? When I get to worrying about the marauders outside, the raptidons chewing at the walls, I just turn my transceiver up to drown it all out. Most of the time it's static on account of the frequency being clogged up, but sometimes it's tossball. You get to listen to games all day? Stellar Bay really is a paradise. It's pretty swell, but it's a whole lot better with company. Say, I don't think I've seen you before, and I'd remember that face. I'll try not to be a stranger then. Name's Felix, by the way. Ich höre mal still zu. You should stop by more often. The games are always better when you've got someone to celebrate with. Sounds like a good time. I wouldn't mind bringing a couple drinks and settling in for the pennant match. Look at me, getting carried away again. So, what can I do for you? Du sagtest, ihr hättet Probleme übertragen vom Wortspiel zu empfangen? Graham's always filling the airwaves with this propaganda, like it's done him any good. All it means is the tossball games get to us in fragments. Makes them real hard to watch. Okay. Und ich habe diesen Wettschein in der Wohnung eines toten Mannes gefunden. Hast du eine Ahnung, was mit ihm geschehen sein könnte? Poor Isaac. I was wondering why I hadn't seen him in a few days. I'd really like to help. Isaac was a sweet fellow, even if he did have terrible teeth. Ich höre. Right. So the thing with Isaac is he didn't know where to stop. He'd get stuck on something, and he just couldn't let it go. Sometimes he'd drink Purpleberry Punch by the liter. Other times he'd keep betting on a losing team. Started owing the wrong people money. Okay, und wem hat er Geld geschuldet? I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. They're hooligans from Fallbrook. They sweep into town, drop supplies off behind the warehouse, and spend the rest of their stay getting rowdy over tossball games. They usually loiter in the alley behind the yacht club. They're not allowed in the bar anymore. I bet you anything Isaac ran into trouble with one of them. Okay, danke für die Hilfe. Mr. Sanjar will be pleased to hear about it when you're done. I know he gets fed up with the Fallbrook bullies, but there's not much he can do. Gut, danke dir. Jetzt sind wir wieder auf der Hauptstraße. Und sind hier lang gegangen. Und das heißt, jetzt gucken wir hier rein. Miss Abigail Edwards ist hier. Tatsache. Optional Schlüssel für den Apothekenvorratsraum. Okay.
sieh mal einer an, hier gibt es noch einen zweiten Eingang. Miss Abigail. Ach, die hat auch eine schmächtige kleine Liege. Terminal. Angestellten-Login. Was? Ich kann nicht hacken. Ich brauche Hacken 55. Okay, Hacken 55. Hacken. Oh, Hacken 50. Das heißt, hier müsste ich tatsächlich entweder einen Stufenaufstieg haben oder ich müsste Max mitnehmen, damit ich das hacken kann. Bevor wir das knacken, wir reden erstmal mit ihr. Badezimmer. Alles klar. Hi. Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. What can Auntie Abigail do for you? Wer ist Velma? She works over at the fishery next door. Quite the hard worker, but she's got a bit of a temper. Temperamentvoll? Why, just the other day, I heard her shouting from here. I can't imagine what set her off. Oh, but here I go again, running my mouth when it's none of my business. Ja, Was there okay. something else you needed? Ja, natürlich. Bist du für die Medikamentenausgabe zuständig? Yes, indeed. Someone's got to keep Stellar Bay's people healthy and energized. Du scheinst die Arbeit ja richtig zu lieben. Oh, but I am. I get to see plenty of my neighbors here, and I do dearly love a little gossip. Okay. Im Moment nichts, danke. Ist jemand hier? Na, guck mal, wen wir da haben. Den Schlüssel. Aber da knacken wir lieber. Ist weniger gefährlich. Na, sieh mal einer an. Schweruni, Adreno, Ambidextrin und Adreno. Gel. Fixgriff. Kaffeenoid. So. Drogen. Na. Ach so, wir hängen fest. So, dann da ist nichts, da ist nichts. Oh, it does work. I bought some musk from Sebastian to cover up the saltuna smell. Trust me, Arbeiter. this is worse. Was haben wir denn? Holla. Arbeiter, okay. Ein Verkaufsautomat. Alter, das Ding ist ja riesig. Warum denn diese riesen Anlage hier her, meine ich? Module, die nehmen wir auch mit. So, dann gucken wir mal, was hier noch in der Fabrik so gibt. Ja, da oben ist noch ein zweites Stockwerk. Tatsächlich. Und da ist was.
Hey, Velma, I got your caffeinoid pills. You're a lifesaver. Hope Abigail didn't give you a hard time. Just the usual. Any word on Braxton? Nothing. Don't know how much longer I can cover for him either. Give me those pills, will you? Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Okay, Nee, das Lügen machen wir nicht. Wovon redest du da? Catherine? Sorry. Seems I got my cables crossed. Thought you were another shakedown tough from Fallbrook. Hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Ah ja. Dein was? Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. Hm. Okay. Dafür habt ihr doch Regeln, oder? We're not keen on rules for rules' sake around here. Means Braxton skips work sometimes, but it also means no company boss is telling me when I can take a shit. These MSI types are living the dream. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. He lives in the apartments. Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra drugs he's been taking from supply. Something else on your mind? Okay. Was war mit dem Vorarbeiter? Caleb Herrick runs the autoloader operators. He thinks I don't pay them enough for flipping switches and turning dials. So the job's easy, but you're not doing it? Something smells here. I mean, everything smells in here, but something's fishy. Wait. He and his whole crew walked out. Say they won't come back unless I pay them more. Ich kann für dich mit Caleb reden, wenn du das willst. You mind slapping him around a little while you're at it? I'm joking. Mostly. Unless you can do it without hurting his job performance. If you can find a way to get him back to work, I'll make it worth your while. Check the yacht club. He's usually there. Okay, und Braxton hat Arzneimittel gestohlen? Stealing's such a nasty word. Let's call it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the sterile biotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. Okay, nett, dass du ihn nicht verpfiffen hast. We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, the Spacer's Choice stuff we use is cheap enough. And Braxton knows how to get this all tuna, fat, and mostly tumor-free. Okay, reden wir mal über Caleb. Unless you're here to tell me he's agreed to do his job again, I've got nothing to say. Die verrichten eine harte Arbeit, oder? Haben sie diesen entsprechenden Entlohnung verdient? Hard workers? They turn dials and flip switches. The machines do all the actual work. I'll wager she don't pay those folks that maintain the mechanicals decent neither. Caleb and his crew have it better than anyone else around here, I'll tell you that much. Und wieso keine I don't have the Gehaltserhöhung? bits for it, plain and simple. Ah, okay. Besides, if I make an exception for him, I gotta do the same for everyone. If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it. I'm about ready to hire sublight contractors at this rate. Okay, hier müssten wir nochmal überzeugen 100 haben. Lassen Sie mal was anderes reden. Fine by me. Wer ist diese Catherine? Sublight boss out of Fallbrook. Handles most goods that come in or out of Stellar Bay. Has a mouth like a Ground 6 spacer. Okay, na, ich rede später mit dir. Überzeugen 100. Überzeugen, ich bin bei Überzeugen 85. Heilige.
das ist, da ist eine Werkbank, hier ist nichts. Ho. What the fuck? Deswegen, die haben den... Die fangen den Saltuna. Und Edgewater importiert den und haben auf Terra 2 eine Konservenfabrik, wo es keinen Saltuna gibt. Oh, was haben wir denn hier? Übergang zu Stellar Bay, Ruinen, Süden. Mutiger Zettel, Supply-Dienstleister. Warte mal. Tagebuch. War das hier? Lilia hat in der Zeit nichts mehr von ihrem Agenten in Stellar Bay gehört. Beschaffe die Informationen über den Standort des Bergungsobjekts. Von ihm überbringen sie Catherine Mellon in Fallbrook. Bring das Passwort, das du bei der Leiche des Sublight-Agenten gefunden hast, zu Catherine in Fallbrook. Sie wird dir an weitere Informationen geben, wie du das Alta-Vita-Gas bergen kannst. Das war also die Sublight-Geschichte. Okay. Ist das jemand? So, dann haben wir hier noch eine Tür. Da ist der andere Hangar. Hier geht's wahrscheinlich weg. Jo, da, guck mal, da geht's sogar hoch. Kriegt das ihr noch mit? Keiner gesehen, dass ich den Mr. Ouch genommen habe. Hat niemand gesehen. Da ist was auf der Kiste. Terminal, persönliche Dateien. Oh, hacken. Daher Wilmers Behälterschlüssel. Ich brauche dringend... Was? Ich habe gerade irgendwas erledigt. Die Brüder Grimm habe ich gerade erledigt. Ich will die mal ablegen und das Ding dafür rein. Das hat nämlich 3 Verbesserungen. Und das hat nur eine. Nee, es hätte auch 3. Hä? Das hat jetzt nur einen Punkt. Egal. Die Brüder Grimm. Der Bruder Grimm. Selina, die mit Sanja Nadi im MSI-Gebäude arbeitet, sollte über den Verbleib von Grimms Poster Bescheid wissen. Wie für das soeben erhaltene Wurfballposter. Ach, das haben wir hier gerade gefunden. Alles klar. Da haben wir aus Versehen eine Missionsabkürzung genommen, weil wir das Ganze hier geklaut haben. Da ist was und da ist was. Konzernauszeichnung.
Ah, zu weit. Also nochmal hoch. Hier sehen mich zu viele. Hier sehen mich zu viele. I hear those rich people in Byzantium pay a handsome bit for wrapped musk. Ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendjemanden, der hacken kann. Supposedly, Also it's hacken. more attractive. Ach, das kennen wir ja schon. Wir waren da. Trust me? No one's going near you. Monarch. Würde ich sagen, hier gehen wir beim nächsten Mal rein. Und dann haben wir noch die Yacht zum Reingehen. Also hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen. Damit ihr nichts verpasst, drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Bis nächstes Mal. Ciao mit V. Der Vitus.